On behalf of our travel agency, Aurama, I would like to welcome you all. Our boat ride will last approximately 1 hour, during which you will get acquainted with some of the most important sites of our capital, visible from the Danube. We wish you a nice trip. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ein herzliches Willkommen auch im Namen unseres Reisebüros Eurama. Unsere Schifffahrt dauert ungefähr 1 Stunde und wir werden an den wichtigsten Baudenkmälern unserer Hauptstadt, welche von der Donau aus zu sehen sind, vorbeifahren. Wir wünschen Ihnen eine interessante und angenehme Fahrt. On the left in front of us is the Castle Hill with the Castle District. The huge yellow complex with the cupola on the top is the Royal Palace itself, the former seat of the Hungarian kings and queens. Links von uns ist der Burgberg mit dem Burgviertel. Dieser große Komplex mit der Kuppel ist das königliche Palais der ehemaligen. In the 14th century it was extended and the first royal palace was built. Our famous ruler, King Matthias, had a wonderful Renaissance palace in the 15th century. Unfortunately, the Turks conquered the castle area in the 16th century, and they didn't move into the building. Instead, they used it as a munition store. Because of this, it blew up twice. The first time, a lightning storm caused it. Second time, due to the reconquest of the castle area at the end of the 17th century, during which it was completely destroyed. The royal palace got its baroque style from the Empress Maria Theresia, who ruled in the 18th century. After this, some alteration was made during the reign of Emperor Franz Joseph. During the Second World War, the royal palace burned out, and that's why there are only museums in there. If you are interested in Hungarian art, the Hungarian National Gallery, the Buda-peSHt Historical Museum, and our National Library, the Széchenyi Library, are recommended to visit. Einige bauliche Veränderungen durchgeführt. Während des Zweiten Weltkrieges brannte das königliche Palais komplett aus. Es wird heute als Museum benutzt. Wenn Sie Interesse für ungarische Kunst haben, würde ich Ihnen unsere Nationalgalerie, das Budapester Historische Museum und unsere Nationalbibliothek, die Széchenyi Bibliothek, empfehlen. Next to the palace, you can see a white building. This is the only neoclassical building in the castle district, the Alexander Palace. Nowadays, this is the residence of the Hungarian president. Neben dem königlichen Palais ist ein weißes Gebäude, das Alexanderpalais. Dieses Gebäude ist das einzige. Hungary. They conquered this church too, and converted it into a mosque. The last reconstruction took place at the turn of the 19th and 20th century, when it was reconstructed in neo-Gothic style. We call this church a coronation church because several Hungarian kings were crowned here, among them Emperor Franz Joseph and the Empress Elizabeth, or Sissi. Our famous King Matthias was not crowned there, but he got married there twice, and he celebrated both of his weddings in the church. That's why it's named as Matthias Church. Die Matthiaskirche ist eine der ältesten Kirchen in Budapest. Sie wurde sehr oft umgebaut. Die erste Kirche wurde in der Zweitform. Unser berühmter König, König Matthias, wurde nicht hier gekrönt, aber er hat zweimal geheiratet und seine beiden Hochzeiten hier gefeiert. Deshalb trägt die Kirche den Namen Matthiaskirche. Like these tents. Die Fischerpastei ist kein altes Baudenkmal. Die wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts als eine schöne Dekoration zu der Matthiaskirche gebaut. Warum trägt die Pastei diesen Namen? Die Fischerpastei wurde nach der Zunft der Fischer benannt, die diesen Teil des Burgviertels im Mittelalter verteidigt haben. Die Fischerpastei hat
7 Türme und das symbolisiert die 7 Stammesfürsten, die die Ungarn ins Karpatenbecken geführt haben. On the left, you can see a reddish neo-Gothic church, a Reformed church. Links am Donauufer sehen Sie eine rote neogotische Kirche, eine reformierte Kirche. Sie stammt vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein bisschen weiter sehen Sie eine weiße Kirche mit 2 Türmen. Sie ist die Heilige Anna-Kirche, eine der schönsten barocken Kirchen von Budapest. Daneben ist ein roter Komplex mit einem Kirchenturm zu sehen. Das ist das Kloster der Elisabethnonnen. Das Kloster wurde in dem 18. Jahrhundert gegründet. 1885 and 1904, partly in a neo-Gothic style. It has a neo-Renaissance cupola. It was constructed in a very symmetrical style because the original parliament was the Black Sea. The average depth of the water is between 5 and 6 meters. In Budapest, the deepest point is on the Pest side, next to the Green Liberty Bridge, where the Danube is 11 meters deep. We have never had serious problems with the Danube, except for the high flood in 1838, which destroyed the Pest side. Unser Hauptfluss ist die Donau. Die Donau ist 2800 Kilometer lang und verbindet 9 Länder und sie hat die Quelle in Deutschland im Schwarzwald und endet im Schwarzen Meer. Die durchschnittliche
in die Donau. Bischof Gellert On the left-hand side, on the top of the Gellert Hill, you can see the Liberation Monument, and behind it, the Citadel. The Liberation Monument is a female figure holding the symbol of peace, the palm branch, in her hands. Sie hält das Symbol des Friedens in ihren Händen, nämlich den Palmenzweig. Die Zitadelle ist keine alte Festung. Sie wurde nach dem zweiten misslungenen Unabhängigkeitskrieg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom Kaiser Franz Joseph gebaut. Wegen der strategischen Position des Berges wollte Kaiser Franz Joseph die Stadt von oben mit Kanonen überwachen. Nach dem Ausgleich mit den Habsburgern ließ Kaiser Franz Joseph den Eingang der Citadelle symbolisch sprengen als ein Zeichen des guten ungarischen Königs. Später wurde daraus eine Kaserne und heute ist sie ein Ein-Stern-Hotel, ein Restaurant und eine Disco. To the right at the past bridgehead of the Liberty Bridge is the beginning of the small boulevard. Here stood the city wall, which surrounded the town Pest for 400 years. It was pulled down at the end of the 19th century because it disturbed the development of the city very much. Rechts am Pester Brückenkopf der Freiheitsbrücke kennt der kleine Linken. Hier stand 400 Jahre lang die Stadtmauer, die die Stadt Pest umgeben hat, und sie wurde am Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen, da sie der Weiterentwicklung der Stadt im Wege stand. To the right is the inner city, which was originally the town Pest. This town was destroyed by the High Flood in 1838, and that's why I cannot point to any medieval buildings here. The old buildings date back to the second half of the 19th century and to the turn of the 20th century. But we have kept the old sketch of the town Pest, that's why the side streets are so narrow. Rechts sehen Sie die Innenstadt. Diese war ursprünglich die Stadt Pest, welche vom Hochwasser im Jahre 1838 zerstört wurde. Daher kann ich Ihnen keine mittelalterliche Gebäude zeigen. Die alten Gebäude stammen alle aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Jahrhundertwende des 20. Jahrhunderts. Aber wir haben den alten Grundriss der Stadt Pest beibehalten und daher sind die Seitengassen so eng. To the right is the International Harbor, and if you look to the left-hand side, at the bridgehead of the Elizabeth Bridge, you can see a cupola. It is a Turkish bath,
which dates back to the 16th century and is still in use. Wir fahren am internationalen Hafen vorbei und links am Buda-Brückenkopf der Elisabethbrücke sehen Sie eine Kuppel. Das ist ein türkisches Bad aus dem 16. Jahrhundert. Und das wird auch heute noch benutzt. We have 8 old bridges and 2 new ones. All 8 old bridges were blown up during the Second World War. The very first bridge which was blown up was the first Margaret Bridge. It was blown up in the morning when it was crowded, and that's why many Hungarians found their death in the Danube. All of the 8 old bridges are reconstructed bridges, including the Elizabeth Bridge, but this bridge was not reconstructed in the old style. It was rebuilt as a modern suspension bridge in 1964. Es gibt 8 alte und 2 moderne Brücken in Budapest. Alle 8 alte Brücken wurden während des Zweiten Weltkrieges zerstört. Die allererste Brücke, die gesprengt wurde, war die alte Margaretenbrücke. Die Detonation war an einem Vormittag, als die Brücke voller Menschen war. Und viele Ungarn fanden ihren Tod in der Donau. Alle alte Brücken sind rekonstruierte Brücken, auch die Elisabethbrücke. Aber sie wurde nicht in der alten Form, sondern als eine moderne Hängebrücke im Jahre 1964 erbaut. The oldest metro line of Europe can be found in London. The second oldest is the Buda-peSHt metro line, and the third oldest is the one in Paris. Die älteste U-Bahn-Linie befindet sich in London, die zweite in Budapest und die drittälteste ist die Pariser U. Ladies and gentlemen, as you can see, Budapest is a unique city, with the river Danube in the middle, and the hilly part Buda, and Pest the flatland. It's an unforgettable adventure. Thank you for your kind attention. I wish you a very nice day here, and I hope you enjoy the tour. Goodbye. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, Budapest hat eine wunderschöne Lage, dem hügeligen Buda und dem flachen Pest und mit der Donau in der Mitte. Bald beenden wir unsere Schifffahrt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen weiteren schönen Aufenthalt in unserer Hauptstadt. Auf Wiedersehen. Oh, through this boat. 춘거가 뭔가? 내가 가서 못 깨달아.